Met ons zijn en ons regier en ons leiden. We alle lijken van God zijn vrede en van zijn leven te hier. En we alle lijken dat wanneer het wenks woorden in ons leven te zijn. En sometimes vergeet we ervan dat we door wat kunnen doen. En dat we er zullen wat aan doen. Dat de leven Gottes in ons werkelijk levendig blijven worden en levendig wordt zijn. Ik vrij me voor jeder van de smarts die hier is. Mag je hier tussen vallen. En we willen van de top wat van God zijn woord leren. God is goed. En dat wordt we al als het dat zijn. Keiner würde sagen, no, God ist nicht gut. Wir alle freuen uns, dass wir Gott können lernen und wünschen uns immer mehr von ihm zu lernen. Und das ist auch der Reason, warum wir hier von der Top sind. Wir wollen mehr von Gott seiner Leben lernen, wir wollen ihn besser verstehen, wir wollen auch besser verstehen, was unser Abgabe ist in uns Leben, was Gott von uns will. Und dann, wenn wir mit den Sinn in die Schrift gehen und lesen, dann fingen wir sofort an. Halt meine Geboten, dann kann ich glücklich sein. Oder halt meine Geboten, und ich will ihnen gut sein. Oder lass ihnen von mir gut sein, ich sein ihnen gut. Oder mit so einer Farbe dort fingen wir durch. So dann können wir hier, und das ist unsere Abgabe, das something entsteht. Und uns Fleisch will so vielmals dagegen streiten, oder dagegen reden. Ja, nochmals sehr willkommen. En van der weil wir hier waren alle tot middag gaan. Jeder einer ist willkommen. Wer het nicht gewusst hat, das nu antwoord, bloß hier bleiben. Du wird genug middag sein für uns alle. Und weil wir einen schönen Tag tot haben von der und uns sich besser kennenlernen und wir können mitteilen, was uns geht und vertellen, wer wir sind und was uns wichtig ist. Mochte jemand alle tussen fallen hier von der. Und wenn wir im anderen Paus bleibt hier zum Mittag, du wird für jedem ein Mittag sein. Gut, wir an das Wort nennen, wenn wir uns heute nicht zum Beten. Vor den Himmel, wir kommen wieder für dich und wir danken dir, dass du ein Führer bist, der sich am seine Kinder kümmern wird. Und Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder genannt worden. Und Vater, wir freuen am offenen Hort von dir, zum Lehren, was dein Wort uns lehren wird. Zum, dass wir verstehen, was dein Wort uns sein wird. Und dass wir wollen können, unseren Wandel durch nur anstellen, dass es mit dein Wort stimmen wird. Vater, wir freuen an deinen Sehen, an deine Leitung und an deine Führung. Amen. Ich habe das Thema von der Stelle gestellt, die Versprechungen zu einem gesegnetes Leben. Wir alle gleichen ein gesegnetes Leben. Aber wer würde sagen, no, das ist mir nicht so wichtig. No, alle, wir gleichen ein gesegnetes Leben. Wir gleichen das, wenn uns das scheint. Wir gleichen das, wenn wir uns nicht verpflichtet oder schuldig fühlen. Wir alle gleichen das. Und Gott hat uns das dort gemerkt. Und das ist wunderschön. Da freuen wir uns drauf. Wenn wir kicken dann in Kolosser 2, Vers 6, da sagt es dit. So als die den Herrn Christus Jesus angenommen haben, du nur lebst nie auch genau. Wir haben Jesus angenommen. Okay, wenn wir dort haben und uns dort klar ist, dann sagt der andere Part vom Vers, dann dort nie auch du nur leben. Wenn wir das erste Part getan haben, dann hast du auch die Kraft, dass wir das zweite Part tun können. Wenn wir das erste Part nicht getan haben, wir Jesus nicht haben abgenommen, wir haben nicht anerkannt haben als uns Herr und Meister, dann wollen wir auch nicht können leben. Yes, dann haben wir aber danach uns verklärt, der Teufel wird uns versägt, das alles möglich zu machen. Yes, wenn wir 3 Becken haben, ja, wir haben Jesus angenommen. Yes, ich hatte ihm gesagt, dass er kann mein Leben haben, er kann es regieren. Aber danach leben wir an Fleisch und manchmal erfüllt sich das so, wir kommen nicht dahin, wo wir really würden wollen sein. Und das bedeutet bloß, dass wir nicht wollen dürfen uns erheben. Ich habe es nu, was es braucht, und dass ich es alle bühen. No. Wir alle sind Menschen, wir kommen kart, aber wir brauchen Gott seine Gnade. Und wenn wir ihn angenommen, dann können wir ein Staub auf einmal
wir können wiederkommen ans Leben, wenn wir 3 Ketten an Tjave sein, dann habe ich noch nicht Sieg, aber von der preis Gott, nicht kann ich Sieg haben. In Kolosser 2, Vers 2, da sagt es steht, mir ist dort darum zu tun, dass je von Harten mutig waren und dass je untereinander einig und gut sind. Ich möchte auch, dass je in jene Erkenntnis wachsen und fast waren und Gott sein Geheimnis, dass das Christus immer besser verstehen lernt. Immer besser verstehen lernt. Was Jesus Christus ist, was von uns will, was meine Abgabe angehen ist, dass ich das besser verstehen lernen kann. Wenn wir 3 Kinder dann, als wir jung waren, dann können wir bloß nicht verstehen, was das alle bedeutet. Aber von der an sind wir alle ein bisschen alle, als wir 20 Jahre 3 waren, und wir können some Dinge auch besser verstehen. Und dort soll uns immer Mut merken, dass wir mehr forschen, was ist meine Abgabe, oder was ist, was ich nu auch besser verstehen kann, oder was das in meinem Leben, nu dass ich das auch besser verstehen kann, als ich dann kann. Gibt es Ändernissen in meinem Leben? Oder gehe ich immer noch dasselbe Glas? Vers 3 sagt es, Gott sein ganzer Schatz von Weisheit und Erkenntnis liegt in Christus. Wenn wir wollen Weisheit haben, wenn wir wollen Erkenntnis haben, sagt es hier, dann müssen wir in Jesus Christus gehen. Du bist das alle. Ein Arm ist das alle. Unarm ist es nicht. Wir wollen Luther nach dem Fall kommen, dass wir uns selbst nicht tun. Wir müssen in Jesus Christus leben. Hier sagt es, Gott sein ganzer Schatz, was uns jankert zu beleben, was uns jankert in uns Leben zu wiesen oder zu beleben, sagt es, der Licht in Christus. So, wenn wir Jesus Christus haben angenommen, seht ihr, Vers 6, dann lebt nu auch dann. Dann proeft nu dat zo te gaan als ons te veel geschreven staat. En dan in Johannes 15, Vers 9, daar waar we eens de lijn gaan in Johannes 15, maar we van Johannes 15 reden, komt dan het eerste al voetste aan, oh, dat is van de Wiendrubenstuur. Dat is het gelijkenis van de Wiendrubenstuur. Krijg dat zo dat is. Maar we willen van vers 9 aanvangen en doen een de lijn gaan, dan willen we teruggaan naar vers 1 en zeggen wat we daarvan kunnen leren. In vers 9 in Johannes 15, daar zegt het, zoals God mij goed is, Jezus zei, zoals God mij goed is, zo zie ik jullie goed. Jezus neemt het een check en zegt, God is mij goed, dat weet ik dat hij mij goed is. Het krijgt zo goed als hij mij wil, zijn ik jullie mensen alle goed. En dan zegt hij, laat jullie van mij goed zijn en leeft er nog. Zodat je het hier, dat we kunnen hier nog zo stubborn zijn, er zo hartzinnig zijn, dat we ons niet willen laten goed zijn van Jezus. We willen ons immer weiterhin. Jezus wat willen ons goed zijn. Hij zegt dat hij is ons zo goed als God, Jezus goed is. Maar dan, ik heb het hier in dit vers, dat we kunnen nog ons te wacht trainen en ook laten, dat hij ons kan goed zijn. En zo dat is wichtig dat we ons kunnen duimeten dat Jezus ons kan goed zijn. Maar als hij dat wat kan, dan moeten we ook willig zijn zo te leven als hij dat van mij en van die verlangt. En dat meint niet dat hij van mij en van die krijgt hetzelfde ding verlangt heeft, maar hij heeft voor ons alle een bestemd Ziel in ons leven wat hij beschikken wil. Wens dat kan hij niet met mij doen wat hij van die verlangt heeft. Dat braucht hij krijgt detail. En dat is wichtig dat we dat verstaan en dat ook doen. En dan in vers 10 zegt het, wanneer je mijn geboden houdt. Dat is een beetje zoals een vrouw. Zegt het, wanneer je mijn geboden houdt, waar je kunt van mij goed zijn laat. Zo, houden we aber niet zijn geboden, dat bewijst ermee dat we ons niet goed zijn laten. Aber houden we zijn geboden, damit dat bewijst wie zeker, wie forschen, wie proben, wo wordt Jezus dat talste geëerd en verheerlijkt worden door mijn leven. En dan weer zegt het, gerade zo als ik mijn Vader zijn geboden hou en mij van hem goed zijn laat. Dan draait dat naar ons. Laat we ons zo goed zijn van Jezus, als Jezus zich van God laat goed zijn.
Hij versucht das hier so taub zu mixen und uns zu erklären, sein, denkt an das zu beweisen, dass jeden Leuten gut sind, dann wollen ihr auch versuchen, durch zu leben, als ich das in Wort Gottes habe abgeschrieben, als so als gelebt soll. In Offenbarung 22, Vers 14 sagt es, selig sind die durch Daunen, was er befohlen hat. Dat sie ein Reich zum Lebensbaum haben, und durch die Puten an das Nangungen kennen, an der Stadt Nangungen kennen. So, selig sind die. Ein anderer wird glücklich. Englisch sagt, blessed are they that what that tun. Gesegnet sind die, was das tun. Wir alle, das ich am Anfang auch sehe, wie gleichen das, wenn wir gesegnet sein? Wie gleichen das, wenn wir ein glückliches Leben haben? Das geht uns schein. Das gleich wir alle. Aber das sagt hier, dann müssen wir das auch tun, was sie wird lernen. Wenn wir dort nicht wollen, dann können wir gleich in diese Blessings leben. Und das ist mein Verlangen, dass wir das wollen verstehen können, dass wir können alle ein gesegnetes Leben leben. Dass wir Jesus sagen am zu tun, dass wir das verstehen können, dass wir wollen können ein gesegnetes Leben leben. Dass wir am sagen am zu tun. Psalm 119, Vers 35 sagt es, led mich ab den Steg von deinen Geboten. Willst du finden meine Freude? Led mich. Englisch hat es sagt, es steht, merk mich zu tun. Merk mich das so zu tun, dass ich wo auf den Weg gehe. So, wahr. Zijn ik wellig met de hand te staan en krijgen doen dat jij mijn vlees eet oder nicht? Wenn ich nicht wellig sein, dann will ich nicht gern in diese Blessings leben. Aber sein ich wellig, dann will ich gern in diese Blessings leben. Und das meint nicht, dass wir immer wollen ein schönes Leben haben, uns wird immer schön gehen, wird immer alle Kreuze uitkommen, als ich mir wünschen. Das ist nicht, was ich meine. Aber das meint, dass ich ein innerlicher Friede leben kann. Gerade nicht, wo die Circumstances herum uns sind, aber ich kann in das innerliche Friede leben. Psalm 119, Vers 47 sagt, ich habe meine Freude an deine Geboten, die ich gern habe. Ich habe meine Freude an Gott seine Geboten und ich würde gern gleichen zu weiten, wo die Kreis getan machen, und dass ich kann ein gesegnetes Leben zu leben. 3 in Johannes 15, Vers 11. Da sagt er, ich habe ihnen das gesagt, und meine Freude an... Ich kann noch anfangen. Ich habe ihnen das gesagt, dass meine Freude an ihnen bleiben macht, und dass ihnen ganz frei kann. Waren das Ramdrehen und von der anderen Seite Frauen, wie gleichen gesehen zu sein, so ich schon sehe. Wie gleichen, dass wir Freiheit haben in uns Leben. Jesus sagt hier, ich will gleichen, dass diese Freiheit an uns wird bleiben. Dass es nicht bloß wird sein, einmal Frau sein und dann, dass wir alle sein. Nur er sagt, dass diese Freiheit an mir, an uns wird bleiben. Und wenn die wird an uns bleiben, dort wird uns Freudigkeit geben, auch dabei zu leben. Aber er sagt wieder, und dass jene Freiheit, dass jene ganz frei kann. So wir wollten dort in das Leben haben verschiedene Begegnungen, was wir begegnen, was uns gleich really sehr angenehm sind. Was uns gleich really sehr schön gehen. Aber diese Tiden, wo es nicht so schön ist, das soll uns die Freiheit an Jesus nicht wegnehmen. Das soll wir niemals loben, dass die Circumstances rum uns, die uns nicht so angenehm sind, dass das uns die Freiheit an Jesus wird wegnehmen. Wenn wir dort wollen loben, dann wird uns gesegnet Leben auch bloß sehr busig raufkommen. Und das wollen wir gar nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir an denken, das hat uns eine Freude gegeben, Jesus kennenzulernen. Das hat uns eine Freude gegeben, dass wir wissen, wir können in Jesus eigenes Leben haben. So, und das sollen wir uns gleich wegnehmen. Der Teufel, uns jene, der wird versuchen, alle Sorgen ab uns abzuleihen, an uns Stichen zu leihen.
Denn dass diese Freiheit soll vermögert worden, oder nicht was klarer sein. Aber das soll wie aus dem Soldat bei der Port steht, nicht Menschen nennen, nicht rütluten, so soll wie Stunden abpassen, dass diese Freiheit von uns nicht kann wahrgenommen werden mit den Circumstances, wo dran sind. Excuse me. 2. Korinther 1, Vers 25, da sagt es, wir werden jünd nicht bemachen, was je glauben soll. Wenn ich von der jünd von Gott sein Wort mitteile, habe ich ab kein war dit in mir sein, dass ich würde jünd wollen something bemachen. Das können wir alle frei wählen, als wir das wollen. Aber ich mache das danach so klar, als ich kann, in jedem an ihrem Hart liegen, dass der Friede in Jesus als ewig Leben. Das ist nicht so, was bloß ein Stolz geäst, dann ist das verschwunden. No, der Friede in Jesus als ewig Leben. Und das ist mein Verlangen, dass wir das klar verstehen können. Der Vers sagt wieder, ich werde noch einmal anfangen zu lesen, sagt, wir wollen nicht bemachen, was die glauben sollen, aber wir möchten mithalten, dass die noch mehr freien können, weil die glauben fast an Jesus Christus. Weil wir an Jesus Christus glauben. Weil wir uns an sich mithalten, dass diese Friede in Jesus wird fastet in uns ist und dass wir uns an sich abbauen können in dort. Und dann in Johannes 15, Vers 12 sagt es, das ist mein Gebot, dass die einander so gut sind, als ich gut sehe. Wahre diese Gedanken, so ich in Vers 9 al lesen wird. Hier jeft das auch aus dem Gebot. Wann die von mir gut sein lassen, so ist es in Vers 9 sagt, hier sagt es, das ist mein Gebot, dass die einander so gut sind, als ich gut sind. Wo gut wie Jesus uns? Wenn wir nu von dieser Frage, wo gut wie Jesus uns? Weil er kommt vom Himmel rauf, am wird doodgemerkt, am wird nicht bloß doodgemerkt, dann wird es ewig, nur am wird sei getötet, als er gestorben ist. Und das hat er nicht nötig. Aber er gleich mir in die so sehr, dass er sagt, okay, ich bin ehrlich, rauf zu gehen ihr. Ich bin ehrlich, was immer das braucht, aber dass du die Gelegenheit hast, einen Tag im Himmel zu sein. Whatever das kosten wird, ich werde es tun. Vers 13 sagt es, keiner gibt mehr Raum an den Nächsten als der, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Sein Leben für seine Freunde. So haben du sind als seine Freunde genannt. Jesus sagt, ich will mein Leben geben für dich. Ich tue das, ich habe das ewig. Damit du wirst kein Gerat sein. Da wir einmal in der Schaft in der Stadt in San Francisco ein Schaf, haben wir ein Chinese in der Schaft durch. Und anjinket der Schein, er kriegt fein betont, hat ein sehr feiner Wirt, er glaubt an Jesus. Und eines Tag, dann hat er sein Bruder in China, der hat some sort von einem Verbrechen vergangen, es irgendwo gostig war, ist im Gefängnis gestoppt und am Feuerwerk wieder wird am Tod gemerkt worden für das, was er getan hat. Das Sam Lee, heute, er denkt über das nur und dann denkt er über, wo steht das mit meinem Bruder sein soll. Wo wird er sein? Feuerwerk wieder soll der Hand gereicht werden zum Tod und wo wird es sein? Er geht nach seinem Wirt und sagt, ich will ab hier mit schaffen. Ich will 3 nach China fahren. Und dann ist der Wirt nicht schwierig. Ist die Arbeit nicht gut? Ist die Lohn nicht gut? Geht die dort nicht schein? Dann sagt er, mir geht das sehr schein. Mir ist das Lohn sehr gut. Ich kann sehr feiner wird. Ich gleich das alle. Aber ich weiß, mein Bruder seine Seil, das ist noch nicht geraten. Und ich will hinfahren und sagen, dass ich nicht wollte, mein Bruder seine Städte nehmen, dass ich mich will anbringen durch. Und dann hat mein Bruder vielleicht noch ein bisschen mehr Genodenzeit. Vielleicht kann seine Seil noch geraten werden. Dort ist mein Nächsten Gott sein. Dort ist, wo Gott, wir sollen unsere Nächsten sein. Wir alles geben, was wir haben, damit die Jahre auch was geraten werden. Wenn ich an so eine Dinge aus dit denke, dann freut mich für, wo Gott sind ich mein Nächsten? Wie viel Leben habe ich für mein Nächsten?
das Samli, er sagt, ich weiß, dass ich seine Reise Jesus zu begegnen. Aber ich weiß, mein Bruder es nicht. Der lebt in Sinn. Der hat grausame Dinge begonnen. Ich will sie nicht stehen nehmen und vielleicht hat kein mehr genoten, dass sie soll noch konjurat werden. Denk wieder sehr genug an, was Ewigkeit und Jesus wird sein. Haben wir uns da mal können nennen lassen, was das wird sein und Jesus in der Ewigkeit? Wenn wir uns da wollen, Reich nennen lassen, dann würde uns das manchmal mehr Rader sein geben für mich Nächsten. Da würde wir mehr uns da nennen lassen in unsere Zeitspannen für unsere Nächsten. Das ist mir das für mich selbst manchmal jetzt. Ich bin so drauf mit verschiedenen Dingen. Ich tue so viele verschiedene Dinge und versuche mich damit drauf zu machen. Aber was teilt wirklich? Was ist das, was wirklich teilt? Sind ich tue auch so vertieft an. Vers 14 in Johannes 15, da sagt er, die sind meine Freunde. Aber dann steht dahinter das Wort Wahn. Die sind meine Freunde, wann die tun, was ich ihnen sage. Wir alle, wir gleichen dort, wenn Jesus an seine Freunde annimmt. Dort interessiert uns. Dort wollen wir so haben. Aber halt, wenn du hänger steht, bloß kurz ein Wort sagt, wann. So, das bedeutet, du hast noch eine Bedingung bei. Du kannst wählen, als wir das annehmen wollen oder nicht. Sagt es, die sind meine Freunde. Das ist, was Jesus sagt. Ich gleich gut. Aber als die das wollen annehmen oder nicht, da kann ich nicht entscheiden für ihn. Die sind meine Freunde. Wann? Wann die tun, was ich ihnen sage. Er hat uns gesagt, was unsere Abgaben sind. Wenn wir uns nur noch rechten tun, dann ist Jesus geirrt. Dann freut er sich für mich in die. Dann gleicht er dort, so ich die das tun. Aber wenn ich die das nicht tun, dann ist probably das Fremdstück. Oder dann, ein anderer, dann nehmen wir das Fremdstück von Jesus nicht an. Wir sagen, ich will euch dein Freund sein. Mir ist es gut, wenn ich euch dein Freund sein. Das sagt, die sind meine Freunde, wenn die tun, was ich ihnen sage. Und dann in Vers 15, versucht er dort noch ein bisschen Nudra zu bringen und sagt, ich nenne mich nicht meine Deiner. Ich nenne nicht meine Deiner. Weil in Deiner weiß nicht, was sein Herr tut. Der muss schaffen gehen, das ist angestellt, arbeiten zu tun. Bei Jesus sagt hier, ich nenne nicht meine Deiner. Ich will noch einmal anfangen, den Vers zu lesen. Ich nenne nicht meine Deiner, weil in Deiner weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe ihn Freund genannt, weil ich ihnen alles gesagt habe, was ich von meinem Vater gehört habe, was er von uns verlangt. Er nennt uns Freund. Er nennt uns nicht Arbeiter. Er nennt uns nicht einer, weil wir uns angestellt haben, das ist die nur Arbeit, das musst du die nur am Kämmen und down und Jesus wird gehen, seine Business und down. No. Er sagt, ich nenne ihn Freund, ich sage mir mit ihnen zu Duel und vertraue, was mein Verlangen ist von ihnen. Ich sage ihnen, krieg, was Gott sein Verlangen ist, was ich von ihnen verlange. Und dann in Vers 16, da kommt dann noch nur dran und sagt, die haben mich nicht gewählt, aber ich habe ihn gewählt. Dat ich du von Jesus weiten, oder dat ich du am han angenommen, hat nicht mit mir und mit dir zu tun. Das hat nicht mit dort zu tun, wo Gott ich du gewesen sind, oder wie viel Gott wir getan haben. Das hat mit zu tun, dass Jesus der Kraut uns. Kommt, ich will gleich ein Freund zu sein. Will ihr das tun, was ich von ihnen verlange? Ich werde den Vers noch einmal lesen. Die haben mich nicht gewählt, aber ich habe ihn gewählt und angestellt, dass die Gonen und Frucht trauen. Frucht, die du bleiben wird, dann wird der Vater ihnen geben, an was die in meinen Namen beten wollen. Wir haben uns nicht selbst so gut gemerkt, dass Jesus uns annehmen wird. Wir haben uns nicht so viel lehren lassen, nu sind wir, nu kann das einfach endlich mal sein. No, das sagt Jesus, der dacht an mich und dich.
Und er sagt, diese Person hat mich gewählt. Der soll für mich was tun. Der will ich brücken. Englisches Wort sagt, ordained, angestellt, abgegeben. Das ist mein Verlangen, was du sollst tun, hier auf dieser Erde an den Karte Lebenszeit hier. Das ist 70 Jahre, 80 Jahre, was du hast, als das Ding abgegeben. Er hat uns ordained, angestellt, uns Gott sein zu loben. Und so zu leben, dass andere Menschen non-getroffen werden. Dass wir uns Leben geben für unsere Nächsten, dass die werden kennengelernt werden. Denken wir an ihre Säulen. Denken wir an Ewigkeit ohne Jesus. Wenn wir an denken, dass jetzt eine Ewigkeit, das sind 2 Plätze in der Ewigkeit. Nicht 3, nicht 4, nicht einer. Das sind 2. In der Abgabe haben du haben das Gelegenheit gekriegt zu wählen zwischen den beiden. Nicht bloß, dass du die Abgabe gekriegt zu wählen. No, Jesus sagt, ich habe ihn gewählt, bei mir zu sein in dieser Ewigkeit. Nicht ohne mich. Ich habe ihn gewählt, bei mir zu sein. Will je mich Gott sein? Will je ihn loten von mir Gott sein? Nehmen Sie das an, dass ich ein Freund sein? Je kann. Je habt die Gelegenheit. Ich habe ihnen das geopenbart, ihnen so viel Verständnis gegeben, dass ihr es verstehen kann. Will ihr das? Das ist eine Frau an uns. Er sagt hier, wo er uns gewählt hat, wo er uns angestellt hat, dass es Frucht bringt. Und zu was als Frucht? Das ist zum Eten. Das ist zum unser Mehlfeld. Das ist mit Seite, das scheint. Jesus sagt, dass er hat mich in die angestellt, Frucht zu tragen. Und diese Frucht können wir uns lesen in Galater 4, Vers 22. Du nannte 9 Dinge ab, um was wir können sein, als wir Frucht tragen. Als diese an uns sind oder nicht. Wenn wir uns da mal ein bisschen kicken. Galater 4, Vers 22 sagt, denn jetzt seine Frucht als erstens Leib, habe ich Leib. Oder sagen wir, sei hostig da, oder weil wir nicht, können wir nicht leben. Erstens als Leib. Jesus sagt, dass er uns Gott wird. Fragt uns, als wir uns von einem Gott sein lassen, als Leib bei uns tust. Zweitens fragt ist der Friede an uns? Haben wir Friede an uns oder haben wir bloß Armut an uns? Das sind 2 Dinge, wovon wir wählen können, als wir uns wählen lassen, Gott sein oder nicht. Ist dieser Friede von Jesus an uns? Ist das Friede an uns? Dort wird abwiesen, wird verbringen, dass andere Menschen getragen werden können. Das sagt Leib, Friede, Geduld. Oh, Geduld. Weil sonst haben wir als Menschen Geduld nicht Trouble mit, dass wir würden ungeduldig sein, oder würde es sind geben können. Weil ich glaube, dass sie nicht verdammt abgenannt, ich bin manchmal ein bisschen ein ungeduldiger Mensch. Ich würde leichen, nicht dort zu haben, was mir fehlt oder was mir jankert. So kann ich Geduld üben. Dann sagt er Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Glauben, Geländigkeit und kann ich mich selbst beherrschen. Nee, Dinge nannte hier ab. Wenn diese bei uns sind, dann wollen wir automatisch Frucht bringen. Und dass wir das wollen machen. Und dass wir das wollen an uns machen, anstrengen, nur weil ich auch noch einer von denen sein wird, was Frucht bringt. No, wenn diese 9 Dinge bei uns sind, dann wollen wir automatisch Frucht bringen. Wir wollen uns nicht sterben schieben, wir wollen uns nicht sterben drecken, wie muss ich da was tun? No. Wenn diese Dinge bei uns sind, dann wollen wir automatisch Frucht bringen. Und dort, wo Jesus uns gewählt hat. Und dort, wo wir uns uns selbst prüfen. Leib, Friede, Geduld, Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Glauben, Geländigkeit und Selbstbeherrschung. Wenn diese durch sind, dann wollen wir Frucht bringen. Johannes 15, Vers 1. Da sagt Jesus dit. Ich sehe der rechte Weinstuhl. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jesus sagt, dass er ist eine Weindrübenstuhl und Gott ist der, was er geplant hat. Und dann in Vers 2 sagt er, alle Ranken an mich, die nicht Frucht tragen, schnitt er auf.
Aber alle ranken, die de Frucht drauen, reinig hij, dat de meer Frucht brengen kann. Was sagt uns das Vers? Alle ranken, die nicht Frucht drauen, was passiert mit denen? Das sagt, dass die werden aufgeknipst, weggeschmissen. Aber dann sagt er, die ranken, die de Frucht drauen, was wird er mit denen tun? Die wird er reinigen. Die Dinge, die nicht brückbar sind, die nicht zu brücken sind, die wird er losmachen. Und das kann uns manchmal noch weiter. Das kann auch manchmal bladen. Das kann manchmal noch sehr weiter. Da wird mein mit mir selbst auf sein. Und nicht mit sein, Jesus, du bist reich, ich habe hier Arach getan. Ich bin Arach. Das wird an mir wieder, das bloß nicht Frucht bringen, das wird ihm ansehen. Ich will mal erkennen, ich als ein Mensch kann bloß nicht. Ich kann es bloß nicht vor euch bringen. Ich als ein Mensch bin zu schwach. Und dann in Vers 3 sagt es, die sind all durch, das wird gereinigt, das ich zu jüngst geredet habe. Okay. Nu kann ich 3, von wo kriege ich das, dass ich kann diese Frucht drehen? Von wo kriege ich das, dass ich kann verstehen, was ich soll tun? Das sagt, durch Gott sein Wort. Das ist, wo ich das verfängt. Wir haben uns den Vers 3 noch einmal lesen. Sagt es, die sind all durch, das wird gereinigt. Von wo? Das ich zu jüngst geredet habe. Kann Gott zu uns reden? Verstehst du, wenn Gott zu uns reden wird? Weil durch die Bibel lesen, wo wir das verstehen lernen. Was sehen wir von uns erst. Und dann in Vers 4 sagt es, blieft an mir, und ich war an jüngst blieben. Wir können noch von am weichgehen. Aber das sagt er, wenn wir wollen an am bleiben, er wird an uns bleiben. Er wird alles tun. Er hat alles getan, was er kann. Und er wird noch alles tun, damit wir das können, erkennen und verstehen, was sie wollen erst. Und dann sagt er, so ist eine Rang nicht Frucht bringen kann, wenn er nicht an der Windstuhl bleibt. So kann ihr nicht Frucht bringen, wenn ihr nicht an mir bleiben. Nicht 3, diese Frucht, die ich gelesen habe, was er ist, die wir nicht können über Deal bringen, wenn wir nicht wollen an Jesus bleiben. Wenn wir nicht wollen an Jesus bleiben, können wir nicht diese Frucht über Deal bringen bei uns. Dann fragen wir uns manchmal, aber wo ist es dann? Ich bleibe jedoch bei Jesus und es sind so viele Dinge, die ich danach nicht reichte. Yes, wir müssen erkennen, dass mit Jesus annehmen, wo wir nicht für alles automatisch haben. Er sagt, ja, von der Abgabe, wir sollen seine Gebote holen. Wir sollen dort tun, was das wird lernen. Dann bedeutet das so viel, dass wir auch an Jesus bleiben. Und wenn wir an Jesus bleiben, dann wollen wir können die Frucht bringen. Da wird manchmal noch brücken, dass wir wollen und sagen, sorry, hier habe ich something getan, was bloß nicht reich wird. Aber wenn ich dort tue, mit dort beweise ich bin nicht Herr über mich selbst. Ich kann dort bloß nicht alles tun, was ich haben wollte, wie ich als ein Mensch tue und ich bin reid mit deinem Mädchen, ich bin reid gehen sein, sorry, hier sind ich Arbeit. Und wenn ich dort tue, mit dort, wo ich beweisen und wo ich kann, wachsen und tonehmen, an mein alljährliches Leben, an mein Glaubensleben, dort die Frucht wird zu sein und anerkannt worden. Und dann in Vers 5 sagt es, ich sehe die Windstuhl und die sind daran. Jesus sagt, ich sind die Windstuhl, die sind daran. Ich und du sind eine Rang. Sind wir in einem Rang, was sich reinigen lässt? Sind wir in einem Rang, was lernen will? Sicher, die wird reinigen, was wir hier vor uns sind in uns Leben. Und dann in Vers 6 sagt er, wer nicht an mir bleibt, der wird so aus einem Rang weichgeschmissen, der weichgeschmissene Rang verdreht, dann wird der Topf gesammelt und viel geschmissen und verbrannt. Wenn ihr an mir bleiben, und meine wir an ihr bleiben, dann fragt ihr, was ihr wollt, und ihr Wort dort gegeben worden. Was für eine Verheißung. Was für eine Versprechung. Jesus hat alles getan. Und du kannst nicht chosen. Als wir das wollen, dass Jesus mir und die gleichen kann. Als wir das wollen, dass er uns gleichen kann. Er will uns. Aber du kannst das oft sein, du kannst das toll sein. Er hat sich uns gewählt. Arm ist es zu tun, dass du wollen einer von denen sein, was wir arm wollen im Himmel sein. Aber wir machen nicht.
wie können wir. Gott, danke für jene Zeit hier. Und noch einmal sind alle eingeladen, zum hier bleiben zu machen. Danke, Gott sei mit Ihnen.